Wirklich bemerkenswert finde ich die Bedienbarkeit mit den Handschuhen. The GP will see you. Braucht man heutzutage eigentlich noch ein Navi fürs Motorrad? Also moderne Smartphones bringen ja auch Navi-Lösungen mit, sogar fürs Motorrad, Kalimoto als App, ja, direkt abgestimmt fürs Motorradfahren. Genau das will ich in diesem Video herausfinden und habe mir das Garmin Zumo XT bestellt. Hier, Riesenkasten. Ja, und ich will zwei genauer für euch unter die Lupe nehmen. Lohnt sich der Kauf eines extra Motorradnavis und ist ja der Preis für so ein Ding, denn es kostet ordentlich, ja, gerechtfertigt? Antworten in diesem Bike-Verfahren-Video. Mit dem Zumo XT hat Garmin das Nachfolgemodell des Zumo 595 herausgebracht. Mit einem empfohlenen Preis von 499 € und einem Straßenpreis von 428 € gehört es sicherlich zu den teureren Vertretern seiner Gattung. Der HD Touchscreen ist 5,5 Zoll groß und wirklich sehr, sehr hell. Es gibt 46 Länder als Karten, topografische Karten und eine Birdview, also so eine Art Satellitenansicht, wo ihr euch die Karten runterladen könnt. Das Garmin ist wasserdicht mit IPX7-Zertifizierung, hat 32 GB Speicher und kann durch einen SD-Kartenslot da hinten auch jederzeit erweitert werden. An Bord sind Bluetooth und WLAN. Der Akku soll bis zu 6 Stunden halten. Live-Verkehrsdaten, also Staus und Co., aber auch Blitzer sowie Wetterdaten bekommt ihr jederzeit auf das Garmin transferiert, wenn das Garmin mit dem Handy gekoppelt ist. Die Routenfunktion Garmin Adventurous Routing bietet euch Routen mit besonders vielen Karten oder Kurven und Bergen an. Bei einem Unfall zum Beispiel informiert das Garmin automatisch vorher eingegebene Notfallkontakte und übermittelt dann auch die ganz genauen Koordinaten. Okay, in einem schicken grauen Paket kommt das Zumo XT mit dem 5,5 Zoll Bildschirm daher. Relativ schwer, scheint eine Menge drin zu sein. Was drin ist, checken wir jetzt. Okay, auf geht's. Gut, also zuallererst mal das Gerät, was ich vorhin schon in der Anmoderation gesagt habe, haptisch super toll verarbeitet. Dann haben wir hier, packen das mal weg, einen Stromverteiler Input-Output. Dann haben wir hier einen Lader- oder Stromanschluss für, ihr kennt es selber, das normale Bordnetz, so ein Auto-Motorrad-Steckdosen-Stecker. Dann gibt es ein USB-Kabel. Oh, das ist noch ein relativ alter, noch nicht mal USB-C-Anschluss. Dann haben wir hier, verschiedenes Befestigungsmaterial. Das erinnert mich an das X-Mount RAM-Mount-System mit dieser Kugel. Das hält bombenfest, das ist wirklich unglaublich. Und super flexibel. Kugel kommt hier rauf, wird festgedreht und dann kann man das in alle beliebigen Richtungen so variabel einstellen, wie man das möchte. Schaut her, das ist echt super, super stabil. Okay, auch das ist dabei, die passenden Schrauben. So, Tüten über Tüten. Okay, das Zumo XT ist ja im Prinzip ein Motorradnavi, aber ihr könnt das auch fürs Auto nutzen. Dafür gibt es dann diese Halterung, wird hier angeflanscht, einmal hier rein, zack, und dann kann das hier an die Scheibe zum Beispiel rangeflanscht werden. Ein Befestigungssatz noch, ein U-Profil für den Lenker. Es gibt zur Kabelverlegung ein paar Kabelbinder und last but not least eine auch RAM-Mount-mäßig Kugel, dass ihr das Gerät dann später hier mit diesem Teil am Motorrad befestigen könnt. Und das ist dann, zeige ich euch noch mal, eigentlich ganz simpel. Das wird dann auf der anderen Seite aufgemacht. Die andere Kugel, da muss man dann schauen,
kommt da rein, zumachen. Und wenn ihr es nur leicht andreht, habt ihr hier immer noch die volle Flexibilität in alle Richtungen. Fest andrehen und dann ist das bombenfest. Und dann wird das hier an das Garmin angeflanscht. So, zack. Das muss einmal hier richtig einrasten. Jawohl. Und dann ist das echt, ja, bombenfest. Von der Seite nochmal. Also da passiert nichts, ganz klar. Alles Zubehör ist dabei. In diesem Fall hat man das hier, dieses, ja, ich würde mal sagen von Rambones ist das so ein Kugelsystem. Hier eine Adapterplatte, die kommt hier unten rauf mit 4 Muttern und Schrauben befestigt. Und dann hat man dieses Teil und das ist ganz simpel. Ich habe das schon hier für meinen X-Grip montiert. Das heißt, das ist variabel. Das kann ich da einsetzen. Ich mache es erstmal hier fest, kann dann in alle Richtungen machen. Dann wird an das Garmin das Ganze hier angebracht. Jetzt muss ich sehen, in welche Richtung richtig ist, bis es richtig klack macht. Genau, bombenfest. Dann wird das Ganze wieder gelockert. Bis auf beiden Seiten, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, das frei ist. Und dann wird es festgedreht. So, hält natürlich so noch nicht. Dann sucht ihr euch die passende Position aus und macht es fest. Das war's. Wie man sieht, das hält wirklich bombenfest. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und man setzt sich dann kurz hin, schaut, okay, jetzt wird der Tacho gut abgedeckt, zu gut abgedeckt. Dann macht man es so, dann ist es komplett abgedeckt. Man kann es aber auch nach unten machen ein bisschen und dann zum Beispiel so einstellen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie uns das Zumo XT durch die Gegend navigiert. Als erstes interessiert mich mal, wie ist denn das Wetter hier? Apps. Und dann gucken wir mal auf das Wetter. 25 Grad noch. Wir haben Glück. Ich habe Glück, weil gleich fängt es hier an richtig zu regnen. Als nächstes kann ich mir mal die Verkehrslage anschauen. Aufbau könnte wie gesagt etwas schneller gehen. Und dann gehen wir wieder zurück in die Navi-Eingabe, in die Zieleingabe. Hier habe ich die Karte. Hier seht ihr mal, wenn man das jetzt zum Beispiel auf topografisch macht, dauert der Aufbau doch schon ein bisschen lang. Wirklich bemerkenswert finde ich die Bedienbarkeit mit den Handschuhen. Ihr merkt, der Aufbau ist relativ langsam. Da könnte ein besserer Prozessor sicherlich Abhilfe schaffen. Bei so einem Hightech-Gerät hätte ich das eigentlich auch erwartet. Machen wir mal Zieleingabe, Adresse, Favoriten kürzlich und gehen zur Spinnerbrücke. Die kennt ihr ja schon. So, dann seht ihr hier Spinnerbrücke, die Adresse. Zum Beispiel TripAdvisor, Rezensionen kann man sich anschauen oder man kann hier in die Info gehen, dann hat man die Telefonnummer, die Reisebewertungen brauchen wir nicht. Los geht's! Route ist berechnet, oben gibt es die Anweisungen, unten die Ankunftszeit. Hier kann ich jetzt noch verschiedene Sachen einstellen, einen Track aufzeichnen. So, rechts sollen wir. Machen wir doch. Sehr schön die Geschwindigkeitswarnung. Hier ist 30. Ich fahre zu schnell, dann zeigt er das hier rot an. Je schneller, desto röter, desto böser die Warnung. So, wir sollen geradeaus fahren. Schauen wir mal, wie es mit einer Routenumberechnung ist. Wir fahren jetzt einfach mal links und verirren uns. Mal sehen, wie schnell er die neue Route aufnimmt. Berechnet 80% und schon hat er die neue Rechnung. Die neue Rechnung ist klar. Die neue Route, ich muss rechts in 20 Metern. Machen wir doch glatt. Wechseln wir mal auf eine andere Ansicht. Machen mal die topografische Karte. Ach, ich krieg eine Warnung, dass Kurven kommen. Naja,
Kommt jetzt so ein bisschen rechts-links Kürflein. Also die Ansicht hier, die Helligkeit ist wirklich sagenhaft, richtig toll. Da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Auch die Bedienbarkeit mit den Handschuhen finde ich Weltklasse. Ihr seht hier Berliner Spinnerbrücke, hier ist nichts mehr los. So, jetzt gibt es eine weitere Warnung, finde ich auch klasse, und zwar vor Wildwechsel. Wenn ihr hier mal schaut, da ist das Symbol 50 km/h und Wildwechsel. Ansonsten gibt es hier 17 Scouts momentan, die unterwegs sind und Radarinformationen liefern. Auch eine schöne Sache. Hier kann man dann wieder zurückgehen in die einzelnen Menüs oder ihr geht auf Karte. Die Navigation wird dann nicht unterbrochen. In dem Fall ist sie unterbrochen, weil wir waren ja am Ziel. Und dann kann ich hier rein oder raus scrollen entsprechend. Okay. Dann geben wir noch mal ein Ziel ein. Wieder auf die Zieleingabe. Dann sagen wir mal Adresse. Alle durchsuchen beispielsweise. Könnt ihr jetzt Straßen eingeben. Gebe ich mal eine Straße ein, die hier in der Nähe ist. Breisgauer. Breisgauer Brücke Straße. Keine Ahnung, 2. 2a. Hier wieder die Informationen, parken oder was gibt es dort in der Nähe. Hier die Koordinaten und los. Route wird berechnet. Ihr seht, das machen wir doch. Das ist schnell. Er zoomt dran. Hier kann ich die Seitenleiste wegmachen. Dann komme ich wieder in das Menü und mache wieder die ganz normale Kartenansicht, indem ich das hier so mit einer 3D-Ansicht gefällt mir das besser. Okay, was kann man noch machen? Trackaufzeichnung, kann ich mir den Track anzeigen lassen. Reisedaten, Wetter hat er ja schon. Hier kann ich Radarinfos melden oder ich mache die Route, indem ich sie hier ändere oder justiere entsprechend. Auf, wie geht's? Schön ist auch die Funktion, und das ist dann eben auch die Funktion, für die, sage ich mal, so ein Navi dann wirklich Vorteile bringt. Garmin Adventures, das heißt, ihr könnt dort eingeben mit dem Schieberegler, wie kurvenreich die Strecke zum Beispiel sein soll, damit die wirklich optimiert ist für eine schöne Tour. Aber das richtige Einsatzgebiet ist natürlich der Tourenfahrer, die Reise. Und da muss sich dann jeder überlegen, ob ihm 500 € UVP oder eben für 425 habe ich ein Angebot gesehen, ob so viel Geld einem das wert ist, so ein Navi zu nehmen, oder ob er sagt, nee, mit meinem Smartphone reicht das auch. Das hier hat schon, wenn man es denn fest einbaut, mit Kabelbaum etc., das hat schon mehr, das ist schon irgendwie, ja, wie soll ich sagen, erwachsener. Hat mehr Hand und Fuß, als einfach das Handy daran zu hauen. Und für einen großen Urlaub oder für eine längere Tour sicherlich eine schöne Sache. Jetzt hier fürs Hin- und Herhoppeln in der Stadt eher ein bisschen oversized, ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. So, jetzt schauen wir noch einmal. Routenneuberechnung. Er möchte, dass ich jetzt vorne links fahre. Wir fahren mal einfach geradeaus und sind zu schnell. So, jetzt sind wir vorbei. Er erkennt es. Noch nicht. Jetzt berechnet und gibt die neue Route an. Okay, standardmäßig gut und schnell. Hier wird der Prozessor nicht ausgelastet. Ein bisschen überfordert wird er, wenn es ums Scrollen geht. Und was ich wirklich noch ganz toll finde, das will ich euch auch noch mal zeigen. So. Das System hier habe ich euch ja gezeigt. Ihr dreht den ganzen Bruder einmal. So. Jetzt habe ich deutlich bessere Sicht auf meine Instrumente.
und aber trotzdem ein hochwertiges Navi. Finde ich auch nicht schlecht, die Hochkantansicht. Wir gehen mal ins Tracking, einfach auf Start drücken und schon habt ihr eine ganze Menge toller Informationen, die für eine Tour sicherlich Spaß machen. Gefahrene Zeit, zurückgelegte Strecke, aktuelle Geschwindigkeit, durchschnittliche Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Und das Schöne ist, der Track wird halt aufgezeichnet. Eins ist das Garmin Zumo XT auf jeden Fall: komplett ausgestattet. Das schicke Motorrad-Navi hat alles an Bord, was heute up-to-date ist. Positiv ist das schöne, helle Display und der riesen Funktionsumfang. Auch die Verarbeitung ist absolut Premium, also die Haptik ist super. Manchmal hat mich das verzögerte Scrollen der Karten etwas gestört und die Akkulaufzeit, vor allem bei hellem Display, dürfte etwas besser sein. Ob man sich nun für knapp 500 € ein Profi-Navi anschauen sollte oder aber das Smartphone reicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Für Tourenfahrer und lange Strecken kann sich das Garmin auf jeden Fall lohnen. Ja, das war's für heute. Auch kommenden Samstag dreht sich hier alles rund ums Motorrad. Bis dann, Bike for Fun. Tschüss.